Die C-Flugschule Zeltweg in der Steiermark. So kam ich, gemäß meiner gewünschten Laufbahn, zur C-Flugschule nach Zeltweg. Hier eingetroffen, beeindruckten mich zwei Dinge ganz gewaltig. Einmal die Bergwelt der Alpen, in deren Mitte das Flugfeld liegt, und die dort stationierten großen Flugzeuge wie Do-17, 217, die He-111, die Ju-52, 86 und 88. Wir waren dort eine gemischte Gruppe. Nicht nur Offiziersanwärter, sondern auch gestandene Offizierssoldaten, die aus Einsatzverbänden kamen und hier den C-Schein zusätzlich noch erwerben wollten. Wie auf dem Bild zu sehen ist, standen uns 19 Schüler, 5 Fluglehrer und ein König zur Seite, um uns das Fliegen der großen Maschinen im Land der Alpen beizubringen. Natürlich kam auch hier jede Menge Stunden theoretische Ausbildung zu den Flugstunden hinzu. Ein Meteorologe unterrichtete Wetterkunde in ganz hervorragender Weise, so dass ich sehr viel gelernt habe, bei der Fliegerei verwertete und mein Interesse an der Meteorologie noch heute sehr groß ist. Die Wetterverhältnisse im Alpengebiet sind ganz besonders zu beachten, da sie sich unterschiedlich gestalten und sehr schnell wechseln. Verursacht durch das riesige Bergmassiv mit seinen Bergketten und den Tälern, welche besonders die Winde verschieden beeinflussen. Vor den Bergen der Stau- und Aufwinde, dagegen Fallwinde oder auch Föhn genannt, auf den Rückseiten. An den Bergpässen entsteht eine Düsenwirkung, sodass die Fallwinde dort extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ein Beispiel hierfür ist der Semmering-Pass. Bei starkem Westwind staut sich dieser vor der Passenge und stürmt dann als Fallwind in das Wiener Becken. Wenn man bei derartigen Windverhältnissen vom Wiener Becken über den Semmering in das Murtal einfliegen will, muss man ein Flugzeug mit großer Motorstärke benutzen, um die Passhöhe trotz des sehr starken Abwindes zu überwinden. Andernfalls wird es zum Schluss sehr eng vor dem Pass und nur eine Spitzkehre, wenn man sie beherrscht, rettet einen vor einer Notlandung am Berg. Zunächst immer mit Fluglehrern, welche uns in die verschiedenen Flugzeugtypen eingewiesen haben und wir uns auch an die großen Maschinen gewöhnen mussten. Vorbei die A- und B-Schulung mit kleinen Flugzeugen, denn hier begann es mit der Ju-52, eines der sichersten und gemütlichsten Flugzeuge, die es je gab. Es ging weiter mit der Ju-86K und Do-17 sowie der He-111K, alles Kampfmaschinen. Die Ju-88 als Kampfbomber mit einem Gesamtfluggewicht von 14 Tonnen war zu damaliger Zeit absolute Spitze. Gleichwertig war auch die Do-217. Unsere Ausbildung konzentrierte sich auf die Ju-88. Leider habe ich keine Fotos von diesen Flugzeugen und den faszinierenden Luftbildern, die sich uns beim Fliegen im Gebiet der Alpen geboten haben. Nicht, dass wir keine Fotoapparate besaßen, sondern das grundsätzliche Fotografierverbot und die bei Nichtbefolgung anstehenden hohen Strafen haben uns davon abgehalten. So möchte ich nur 3 Beispiele von sehr beeindruckenden Luftbildern, die eigentlich auf die Platte gebannt gehörten, berichten. Das erste ein Schauspiel der Naturgewalten. Ein Sommergewitter stand über den Bergen mit seinem Wolkenturm und den gefächerten Eiswolken in einer Höhe von 6.500 Metern. Wir flogen mit einer Ju-88 in dieser Höhe durch diese Fächer und mussten vorher die Enteisungsanlage in Betrieb nehmen, da dort oben minus 15 Grad Celsius herrschten, obwohl es am Boden mit plus 28 Grad sehr warm war. Ohne Enteisung hätte es sehr große Probleme gegeben, da der Eisansatz schlagartig erfolgt und sich auf den Nasen der Trag- und Steuerflächen ansetzt. Dadurch wird die gesamte Aerodynamik des Flugzeugs verändert und die Steuerung in Frage gestellt. Dann besteht eine große Absturzgefahr und wenn es dazu kommen sollte, bleibt als Rettung nur der Fallschirmabsprung. Aber Achtung, auch hier muss man wissen, dass dabei starke Nerven gefordert sind. Auf keinen Fall darf die Reißleine des Schirmes in dieser Höhe gezogen werden, denn dann würde der Schirm mit dem Piloten immer höher hinausgetragen werden. Der Grund hierfür liegt in der enormen Turbulenz in den Gewitterwolken, wo ein Auftrieb von bis zu 30 Metern pro Sekunde herrscht. Leider haben Einzelne diese Tatsachen mit dem Leben bezahlt und sie wurden als Tote am Schirm, welcher aus 8000 Meter herunterkam, geborgen. Sie waren erfroren und aus Sauerstoffmangel erstickt. Die zwingende Erkenntnis hieraus bedeutet, nach dem Ausstieg aus dem Flugzeug erst eine gute halbe Minute fallen lassen und dann die Reißleine ziehen. Die Aufwinde sind im unteren Bereich des Gewitters wesentlich geringer und nur so besteht eine echte Überlebenschance.
Als Pilot sollte man wissen, dass ein Mensch im freien Fall eine maximale Geschwindigkeit je nach dem Körpergewicht von 220 bis 250 Kilometer pro Stunde erreicht. Nach diesem Beispiel, wo uns die Naturgewalten zeigen, wer hier Herr im Hause ist, das ganze Gegenteil. Überwältigende, herrliche Anblicke bieten sich beim Fliegen über dem Alpenmassiv mit den vielen Bergen, Tälern, Flüssen und Seen bei schönem Wetter. Die Zugspitze und den Großglockner umrundeten wir gerne, und fröhlich winkten uns die Bergsteiger, welche diese Gipfel erklommen hatten, zu. Als weiteres Beispiel möchte ich die Passflüge beschreiben, ein genaues Gegenstück zu dem zuvor geschilderten Flug. Hier gilt es im Tiefflug durch bestimmte Täler zu fliegen, wobei höchste Aufmerksamkeit und Anspannung gefordert wurde. Das Bewundern der herrlichen Landschaften musste hierbei ausfallen, da vollste Konzentration auf das Fliegen geboten war. Weshalb waren diese Übungsflüge erforderlich? Bei einer Wetterlage, welche häufig auftrat, wo die Wolkenuntergrenze ca. 2000 Meter betrug und dabei alle Bergspitzen in den Wolken verschwunden waren, konnten wir unseren Flugbetrieb über diese Schlechtwetterpassflüge abwickeln. Auf einem großen Relief im Flugleitungsgebäude Zeltwig war das gesamte Alpengebiet plastisch dargestellt und die möglichen Passflüge rot gekennzeichnet. Nur wenige Täler konnten wir nutzen, denn die Größe des Flugzeuges, seine Geschwindigkeit und der Kurvenradius bestimmten, ob wir dem Talverlauf mit seinen Windungen folgen konnten. Unsere Schulung auf der Ju-88 war besonders intensiv, da sich dieser Flugzeugtyp sehr vielseitig und zahlreich im Kriegseinsatz befand. Bis auf 2 Kameraden erreichten wir das Klassenziel, den C-Schein, welcher uns berechtigte, alle Flugzeugtypen unbeschadet der Größe und des Gewichts zu fliegen. Dienstrangmäßig waren wir inzwischen alle Oberfähnriche geworden, wie auf dem nachfolgenden Bild zu sehen ist. Wir 4, Kurt Mettger, Heini Hengstmann, ich und Joachim Zislewitz, passten gut zusammen. Jedoch nach dieser Flugschule ging unser Weg in verschiedene Kampfeinheiten. Die Blindflugschule in Kopenhagen. Mein Weg war vorgegeben, da ich nach allen Flugscheinen nun auch noch den Blindflugschein erwerben musste. Zu diesem Zweck landete ich in der Blindflugschule Kopenhagen in Dänemark. Hier hatten sich viele ehemalige Lufthansa-Kapitäne als Lehrer etabliert und brachten uns den Blindflug bei, welchen sie aus ihrer beruflichen Praxis exzellent beherrschten. Als Schulflugzeuge hatten sie auch noch alte Maschinen wie die Ju-52 und He-111 mit der Ausstattung für den zivilen Luftverkehr zur Verfügung. Hier gab es noch die Raucher- und Nichtraucherabteile, welche wir entsprechend nutzen konnten. Denn die Übungsflüge dauerten mindestens 3 Stunden und der Fluglehrer nahm gleich 4 Schüler mit, welche nacheinander im Cockpit geschult wurden. Dadurch wurde Zeit und Geld gespart. Der Blindflug, oder besser gesagt der Instrumentenflug, erfordert eine völlige Umstellung des Flugzeugführers, wenn er nicht mehr die Sicht auf den Horizont hat wie in den Wolken, im Nebel, im Schneetreiben und in der Nacht. Wie schon eingangs bei der Grundausbildung des Fliegens aufgezeigt, hat der Mensch keine ausgeprägten Sinnesorgane für die Bewegung im dreidimensionalen Raum. Im Gegenteil, sie spielen uns etwas vor, was nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Wenn wir darauf reagieren, bringt uns dieses in anormale Flugzustände und somit gilt die absolute einzige und richtige Entscheidung, nur die entsprechenden Instrumente zeigen uns die richtige Lage. Der künstliche Horizont gibt Auskunft über die Querlage. Der Wendezeiger zeigt an, ob die Maschine geradeaus oder in der Kurve fliegt. Und das Variometer gibt verbindliche Werte, ob wir uns im Steig- oder im Sinkflug befinden. Ohne diese 3 Instrumente und deren Beachtung ist ein Blindflug nicht möglich. Wobei natürlich auch alle anderen Instrumente im Cockpit nicht außer Acht gelassen werden dürfen, welche das Fliegen betreffen. Dementsprechend erfordert der Blindflug eine sehr hohe Aufmerksamkeit und fliegerisches Können. Aber das Wichtigste, er ermöglicht das Fliegen bei Tag und Nacht, sowie bei fast jeder Wetterlage. Hier galt die verbindliche Regel, dass erst bei einer Feuersicht unter 400 Meter jeglicher Flugbetrieb einzustellen ist. Feuersicht bedeutet, dass die Lichtquelle am Flughafen und an der Landebahn in einer Entfernung von 400 Meter noch klar zu erkennen sind.
Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Flugzeug mit Funkgerät ausgerüstet sein muss, denn Blindflug ohne Funknavigation ist undenkbar. Am Himmel zu hängen und die Orientierung verloren zu haben, ist ein ganz grausames Gefühl. Während unserer Ausbildung ist es einem Kameraden so ergangen, und als der Sprit alle war, ist er mit dem Fallschirm ausgestiegen und landete fern auf Sedans Feldern. Später konnte ich es am eigenen Leib nachempfinden, als mir bei einer Nachtjagd mein Funker meldete, dass alle Funkgeräte ausgefallen sind. Letzte Standortbestimmung, vor 10 Minuten, lag auf der Strecke von Würzburg nach Frankfurt. Jetzt hieß es die Nerven behalten. Und man geht auf geringe Flughöhe in der Hoffnung, irgendein Zeichen zu erwischen. Wenn auch bei der Verdunklung hier und da einzelne Lichter bei Ansiedlung auftauchten, nirgends wird dort angezeigt, wie dieser Ort heißt. So werden Minuten zu Stunden und der Blick fällt immer wieder auf die Spritanzeige, denn sie bestimmt das Ende des Fluges. Mein Funker schoss in einigen Abständen mit der Leuchtpistole Notsignale ab, in der Hoffnung, dass, wenn wir in der Nähe eines Flughafens kommen sollten, dieser die Platzbeleuchtung einschalten wird, was als Pflicht galt. Doch ein Wunder geschah nach ca. 30 Minuten und wir sahen am Boden ein ganz markantes und, auch bei Fliegeralarm, hell erleuchtetes Gefangenenlager bei Würzburg. Ein Anblick, welchen wir bei jedem Nachtflug sahen, da unser Einsatzhafen Kitzingen in der Nähe von Würzburg lag. Eine unglaubliche Entspannung, verbunden mit einem großen Glücksgefühl, trat bei uns beiden ein, denn im Stillen hatten wir uns schon nach dem Verbrauch des Sprits als Aussteiger am Fallschirm gesehen. So war ich geneigt, wieder an Wunder, oder wie man es sonst nennen sollte, zu glauben. Doch zurück zur Blindflugschule in Kopenhagen, wo uns natürlich auch reichlicher theoretischer Unterricht erteilt wurde. Besonders im Bereich der Funk- und Navigationssysteme, wobei klar war, dass wir zukünftig mit einem Bordfunker fliegen werden. Auch wenn diese den Funkverkehr abwickeln, mussten wir die sehr zahlreichen und vielseitigen Systeme kennenlernen. Zur Navigation brauchten wir die Funkfeuer und an Bord entsprechende Peilsender, um unseren Standort zu ermitteln. Kurz- und Langwellensender zur Nachrichtenübermittlung, sei es mittels Taste und Morsezeichen oder im Sprechfunk. UKW-Sender, der auch die Schlechtwetterlandung mittels Barke auf nachtlandeklaren Flugplätzen ermöglicht. Eine notwendige Hilfe bei den Landungen im Blindflug. In einer Entfernung von ca. 10 Kilometern zum Flugplatz wurde dieser in der vorgesehenen Landerichtung angeflogen und der Pilot erhielt durch akustische Signale die richtigen Hinweise, um auf die Einflugschneise zu kommen. In ihrem Bereich wird ein Dauerton eingefangen und somit begibt sich das Flugzeug auf den Leitstrahl, welcher die optimale Landerichtung anzeigt. Wogegen Abweichungen nach links mit ganz kurzen und nach rechts mit langgezogenen Pieptönen angezeigt werden, analog zu den Morsezeichen Punkt und Strich. Auch bezüglich der Entfernung zur Landebahn ertönen entsprechende Signale beim Vor- und Haupteinflugzeichen, wonach der Pilot die entsprechende Flughöhe und Geschwindigkeit einnimmt und somit eine ordentliche Landung ausführen kann. Allerdings muss ich feststellen, dass nach dem Haupteinflugzeichen die letzte Phase aller Landungen vom Flugzeugführer durch Sicht ausgeführt werden mussten. Durch diese Tatsache ist auch die Mindestanforderung für den Blindflug von 400 Metern Feuersicht zu verstehen. So wurden wir Tag und Nacht im Blindflug geschult und erlebten auch noch den erheblichen Unterschied bei den Wetterverhältnissen zwischen dem Alpengebiet und den Meeren. Besonders beeindruckend waren die ganz plötzlichen Nebeleinbrüche, welche von der See kamen, und im Nu ging die Feuersicht auf ca. 100 Meter runter. Aber dieses unterstrich die Wichtigkeit des Blindflugs, den wir auch nach 3 Monaten Schulung mit Erhalt des Blindflugscheines erfolgreich abgeschlossen hatten. Die perfekten Flugzeugführer. Jetzt waren wir die perfekten Flugzeugführer und alle Möglichkeiten der Fliegerei standen uns offen. Ich musste feststellen, dass es eine sehr gründliche, gewissenhafte und sehr umfangreiche Schulung war. Nun stand die Entscheidung an, wohin geht jetzt der Weg zum Einsatz? Aufgrund unserer Ausbildung kamen hier folgende Verbände in Frage: Kampfflieger, Zerstörer, Nachtjäger, Fern- und Nahaufklärer sowie sonstige Sonderverbände mit großen Maschinen. Da wir bei der Blindflugausbildung auch von den neuen Systemen der Funkmesstechnik, was wir heutzutage mit Radar bezeichnen, einiges erfuhren, macht mich dieses sehr neugierig und entschloss mich für die Nachtjagd.
Dort war diese Technik schon im Einsatz und ich hielt sie für sehr zukunftsweisend, was sich ja auch bis heute bestätigt hat. Doch bittere Tropfen waren zu schlucken, nämlich nochmals eine Schule. Davon hatte ich eigentlich genug. Es sollten auch nur 10 Wochen sein, die ich in der Nachtjagdschule in Oberschleißheim bei München absolvieren musste. Leider wurden mir meine Flugbücher, welche über die gesamte Ausbildung genaue Auskunft geben, in der Gefangenschaft von den Amerikanern abgenommen. Zwischenzeitlich war auch meine Offiziersausbildung abgeschlossen und ich wurde zum Leutnant befördert. Nur 2 alte, originale Dokumente von besonderer Bedeutung sind mir verblieben, welche den Nachweis erbringen, dass ich in der Flugschule Zeltweg für den C-Schein und in der Nachtjagdschule Oberschleißheim war. Die besondere Bedeutung bezieht sich auf einen nebensächlichen Umstand, welcher jedoch das Leben zur damaligen Zeit kennzeichnet und somit auch eine Erwähnung wert ist. Als aktive Offiziere waren wir Beamte, bezogen ein Gehalt, zum Anfang als Leutnant 156 Reichsmark und als Pilot eine Fliegerzulage von 120 Reichsmark monatlich. Und hatten die Dienstuniform, die Unterkunft und die Standardverpflegung kostenfrei. Alle anderen Dinge des täglichen Bedarfs mussten wir selbst bestreiten. Und so kam es, dass wir, wie alle Bürger im Krieg, eine Reichskleiderkarte benötigten, um Bekleidung kaufen zu können. Es wäre sehr schön gewesen, wenn ich an dieser Stelle auch das amtliche Dokument meines Flugzeugführerscheins vorlegen könnte, aber wer weiß, wo diese Unterlagen, die mir in der amerikanischen Gefangenschaft abgenommen wurden, geblieben sind. Für mich persönlich hätte er, außer dem Erinnerungswert, nur einen praktischen Nutzen gehabt, wenn es nach dem Kriegsende eine zivile deutsche Luftfahrtgesellschaft gegeben hätte, bei welcher ich mich als Pilot hätte bewerben können. Bekanntlich übernahmen die 4 Besatzungsmächte den Luftverkehr und erst mehrere Jahre später gab es die deutsche Lufthansa wieder. Die Nachtjagdschule. Doch nun zur Sache bei der Nachtjagdschule und was sich dort abspielte. Eingangs erklärte man uns, dass wir einer bestimmten Überprüfung unserer fliegerischen Kenntnisse unterzogen werden, da speziell die Nachtjagd erhöhte Anforderungen stellt. Gleiches gilt auch für die Bereiche des Blindflugs und der Navigation, da der Nachtjäger als Einzelkämpfer stets auf sich selbst und sein Können angewiesen ist. Weiterhin wurden auf dieser Schule viele Ehen geschlossen. Die Nachtjagdehe, eine Verbindung von großer und entscheidender Bedeutung für Leib und Leben sowie für den Erfolg zwischen dem Flugzeugführer und dem Bordfunker. Als mein Partner wurde mir der Unteroffizier Paul Werner angetraut. Er kam aus Schlesien, war ein wenig älter, sehr bescheiden, ein exzellenter Funker und wir haben uns sehr gut vertragen. Unsere Nachtjagdehe hielt bis zur Auflösung der Nachtjagdstaffel im Februar 1945 in Prag-Rusin. Hier mussten sich leider unsere Wege trennen und die Zeit danach dienten wir in verschiedenen Verbänden. 2 Monate später gerieten wir auch getrennt in Gefangenschaft, wobei Paul bei den Franzosen und ich bei den Amerikanern landete. Also unsere Nachtjagdehe wurde geschieden. Paul ist es zu verdanken, dass er auch mich mit seinem funkerischen Suchinstinkt aufspürte und wir uns nach über 50 Jahren in seiner Wohnung in Düsseldorf wiedersahen. Doch nun wieder zurück zum Beginn unseres gemeinsamen Fliegerlebens. Am 3. Oktober 1942 auf der Nachtjagdschule in Oberschleißheim. Gemeinsam starteten wir das vorgegebene Programm mit Übungs- und Blindflügen, Luftschießen auf Erd- und Luftziele, Nacht- und Überlandflüge und alles mit dem Ziel, unsere Tauglichkeit für die Nachtjagd zu beweisen. Als Flugzeuge standen uns zur Verfügung Arado 96, Focke-Wulf 58, Do 17, Ju-52, Do 215 und leider keine Ju-88 und keine Bf 110, welche beim Einsatz der Nachtjäger geflogen wurden. Wir erfüllten die Bedingungen der Nachtjagdschule und traten am 10. Januar 1943 bei der 4. Gruppe Nachtjagdgeschwader 101, 12. Staffel in Kitzing bei Würzburg unseren Dienst als einsatzbereite Nachtjagdbesatzung Kerberg und Werner an.